Gutes Essen kann günstig sein. Wie? Das habe ich Hanna gefragt. Hallo, ich bin Hanna und ich studiere Ernährungsmedizin. Sie hat ein paar Tipps für dich, wie du beim Essen viel Geld sparen kannst. Los geht's! Saisonal einkaufen. Als erstes solltest du darauf achten, saisonale Lebensmittel zu kaufen. Das bedeutet, dass du Obst und Gemüse einkaufst, das jetzt gerade in Deutschland angebaut wird. Im Frühling beispielsweise der Rucola. Ein Saisonkalender zeigt dir, welches Lebensmittel in welchem Monat am besten verfügbar ist. Wenn du saisonal einkaufst, sind die Lebensmittel meist günstiger. Außerdem tust du auch etwas für die Umwelt, da die Transportwege kürzer sind. Einen Saisonkalender findest du zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Den Link habe ich dir in die Beschreibung geschrieben. So kannst du auch neue Wörter lernen. Discounter und Supermärkte. Außerdem gibt es verschiedene Supermärkte, in denen du einkaufen kannst. Discounter wie Netto, Norma, Penny, Aldi und Lidl sind oft billiger als andere Supermärkte wie Rewe und Edeka. Du kannst aber auch nach Wochenangeboten in einem anderen Supermarkt suchen. Oder du kannst Apps wie die von Edeka oder Rewe herunterladen. Dort findest du Gutscheine und Aktionen. Manchmal sind Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt auch nicht teurer als im Supermarkt. Essen retten. In Deutschland werden jedes Jahr etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Und das, obwohl sie noch zum Teil gut sind. Du kannst die Lebensmittel retten und dabei viel Geld sparen. Lade dir dafür die App Too Good To Go herunter. Sie zeigt dir Läden und Restaurants an, wo du ganz billig Essen bekommst. So muss das Essen nicht in den Müll geschmissen werden. Es gibt auch die App Zu gut für die Tonne. Sie gibt dir Tipps und Rezepte, wie du die Reste von deinem Essen verwenden kannst. Foodsharing-Café. Wenn du Geld beim Essen sparen willst, gibt es auch Foodsharing-Cafés. Dort kann man gratis Essen abholen. Die Cafés bekommen ihr Geld durch die Getränke. Die Getränke kosten ein bisschen Geld. Die Cafés sind auch super, um neue Menschen kennenzulernen. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Wenn du gesund essen willst, gibt es auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE. Sie hat 10 Regeln für eine gesunde Ernährung aufgestellt. Auf der Webseite kannst du dir die Regeln anschauen. Und jetzt noch ein paar Tipps, um Geld zu sparen. Vermeide Fast Food und koche lieber frisch daheim. Außerdem solltest du vermehrt Getreideprodukte essen, wie Reis, Kartoffeln oder Brot, da sie lange satt halten und gut für deine Ernährung sind. Möchtest du ein typisch deutsches Gericht kochen, dann empfehle ich dir einen schwäbischen Kartoffelsalat. Auf Kitchen Stories siehst du Schritt für Schritt, wie du diesen Kartoffelsalat kochen kannst. Kitchen Stories und Captain Cook sind gute Apps, um kochen zu lernen, und außerdem kosten sie nichts. Guten Appetit! Gut zu wissen! Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa ist Deutschland nur ein kleines bisschen teurer als der Durchschnitt. Das Land mit den teuersten Lebensmitteln in Europa ist die Schweiz. Das Land mit den billigsten Lebensmitteln in Europa ist die Türkei.
Das hat Statista im Juni 2022 veröffentlicht. Allerdings hat die Türkei gerade eine hohe Inflation. Deswegen kann man es nicht ganz genau sagen, ob das noch so richtig ist. Hast du noch weitere Fragen? Schreib es in die Kommentare. Ich werde deine Fragen an Hannah weiterleiten. So bekommst du eine Antwort von einer echten Expertin. Das war's. Und denk dran, alles wird gut. Bis dann.